Ja, willkommen zu unserem Mit ihm betrachten. Schön, dass du hier bist. Hallo. 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 Ja, was werden wir uns heute ansehen? Was könnten wir uns anderes ansehen als diese Idee über Vergebung, wie sie in der Lektion des Tages angeboten wird? Lektion 134. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Ist absolut eine meiner Lieblingslektionen, vielleicht auch aus dem Grunde, weil sie teilweise so aufgesetzt ist, dass sie im Geist zur Verwirrung führt. Wenn immer uns etwas so verwirrt und so nicht, also es kreist so und dann kommt es wieder zurück und dann weiß man nicht, okay, worauf er eigentlich wirklich abzielt. Das sind die besten Lektionen. Aber nachdem wir ja wissen, dass Vergebung eine zentrale Idee in diesem Kurs in Wundern ist und in so vielen anderen Lektionen angeboten wird, ebenso wie im Textbuch und in allen Bereichen des Kurses, finden wir natürlich auch Zugang zu dieser Lektion, die uns eben aufzeigt, auch was Vergebung nicht ist, beziehungsweise wie Vergebung nicht funktioniert. Und einer meiner Lieblingspassagen, ich bin mir sicher, dass ich schon einige Episoden äh, Teilen oder Lehrdemonstrationen gemacht habe mit dieser Lektion, sind mit diesen Absätzen innerhalb der Lektion sind die Absätze 7 bis 10. Und ich werde da ein bisschen darauf einsteigen, bevor wir die Mikrofone öffnen und unsere persönliche Situation auch hier so zu einer neuen Reflexion anbieten, beziehungsweise uns darin verbinden. Und zwar, er spricht ja in diesen Absätzen von zwei Prämissen, die wir mitnehmen können und wie wir eigentlich zu einer klaren Erfahrung der Vergebung kommt, wie ich auch erst unlängst geteilt habe, die uns ein Einssein im Geist als Erfahrung anbietet, also eine Erfahrung des Einsseins mit unserem Bruder. Das ist sicher eine ganz wesentliche Idee und ein Ausblick, den wir ja mit jeder Idee über Vergebung verfolgen. So, und diese zwei Prämissen beziehen sich einerseits auf die Antwort, die wir in der Beziehung mit uns selbst, mit unserem Bruder geben, und andererseits absolut nur was mit der Transformation unserer eigenen Gedanken in unserem eigenen Geist zu tun hat. Und die erste Prämisse ist eben, mein Bruder, was du denkst, ist nicht die Wahrheit. Und die zweite Prämisse ist weiter unten erwähnt, würde ich mich dessen anklagen, würde ich mich selbst dessen anklagen, das, was ich wahrnehme im Bruder. Und lass uns hier kurz darauf eingehen, wie er das auch präsentiert, auch mit seinen Worten. Und vielleicht eingangs gehen wir auf eine klare Definition ein, wie er sie uns im 10. Absatz gibt, wo er sagt, die Vergebung steht zwischen Illusionen und der Wahrheit, zwischen der Welt, die ich sehe, die du siehst, und dem, was jenseits liegt, zwischen der Hölle, der Schuld und des Himmels Pforte. So, hier wird erstmal ausgerichtet im Geist und definiert, dass es eine Zwischenidee ist, dass es eine Brückenidee ist. Er verwendet auch das Wort Brücke gleich im nächsten Absatz. Über diese Brücke, die so machtvoll wie die Liebe ist, die ihren Segen darauf legte, werden alle Träume vom Bösen und vom Hass und Angriff schweigend der Wahrheit überbracht. So, diese Idee zeigt uns auf, dass es nicht
die Wahrheit selbst ist. Vergebung ist nicht die Wahrheit selbst, aber Vergebung führt uns zur Wahrheit. Und ich glaube, das sind eher für Anfänger des Kurses oder Anfänger in der Transformation ganz, ganz wertvolle Aussagen, aber natürlich auch für uns selbst in Situationen, in denen wir uns klar werden dürfen, dass die Erkenntnis immer darüber steht und höher ist. Die Erkenntnis darüber, wer wir wirklich sind. Die Erkenntnis darüber, wer mein Bruder wahrlich ist. Wie wir uns erkennen, wenn wir uns verbinden als unser Selbst oder noch als eine bestimmte Idee. Und wenn ich noch eine bestimmte Idee in meinem Geist habe, brauche ich eine Brückenidee, die mich in dem Sinne so zusammenbringen kann, dass selbst diese letzten Ideen, die ich äh, über dich als mein Bruder in einer Wahrnehmung eines Körpers, in einer Wahrnehmung einer Persönlichkeit, in einer Wahrnehmung, was du und ich in der Welt tun oder nicht tun, damit dies überbrückt werden kann, aufgelöst werden kann. Und wenn wir uns ansehen, wie er eigentlich die Vergebung definiert in diesen Absätzen, dann ja, können wir sicher die Hände über unseren Kopf schlagen oder zusammenfügen zu einem Namaste und Danke sagen, weil sie ganz klar alles klären, was uns die gesamte Geistesschulung anbietet, nämlich über Fehler hinwegzublicken, Fehler nicht zu sehen und Fehler nicht wirklich zu halten. Und das nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Brüder, für alle, die wir da in die Welt hingestellt haben, um unser eigenes Selbst zu reflektieren. Und so sagt er zu Beginn des 7. Absatzes, Vergebung ist das Einzige, was innerhalb der Illusionen dieser Welt für die Wahrheit steht. Sie sieht ihre Nichtigkeit und schaut geradewegs durch die tausenderlei Formen hindurch, in denen sie auftreten mögen. So die Unzahl des eigenen Machwerks, die gemachten Bilder, diese tausenderlei Formen, wie sie im Bildermachen als normal angesehen werden im menschlichen Geist, sagt er hier bereits ganz klar, dass diese Vergebung hier über diesen Illusionen steht und dass diese Vergebung durch die Nichtigkeit dieser Bilder hindurchblickt. Sie schaut auf die Lügen, die wir uns selbst erzählen. Alles, was irgendeine begrenzte Bedeutung hat, wird als eine Lüge hier bezeichnet. Wenn ich sage, ich bin das, was du siehst mit deinen Augen, dann klingt das so ganz unschuldig, weil ich vielleicht eine bestimmte nette Qualität herauskristallisiere, so wie wir es gerade in dem Song zuvor geteilt haben, The Boy from New York City, der Junge aus New York City, der in dem Sinne seine Liebe anbietet und seine romantischen Gefühle mit dir teilen möchte. Das ist eine Lüge. Ne? Und das wird eigentlich im menschlichen Bewusstsein als, oh mein Gott, endlich liebt mich ja da jemand. Ne? Das wird schon als sehr nahe an die Wahrheit gestellt. Ne? Selbst wenn es noch in Frage gestellt wird. So, all das, darüber schaut die Vergebung hinweg und lässt sich aber nicht davon täuschen. Das ist eine Qualität, die ein vergebener Geist oder ein Geist der Vergebung entsprechend äh, in seinem Bewusstsein eröffnet hat und etabliert hat, dass er sich nicht mehr täuschen lässt von den Erscheinungsbildern. Die Vergebung, sie schenkt den selbstanklägerischen Schreien der Sünder
keine Beachtung, die vor Schuld wahnsinnig sind. Sie, die Vergebung, sieht sie mit ruhigen Augen an und sagt zu ihnen nur, mein Bruder, was du denkst, ist nicht die Wahrheit. Du siehst, das ist nicht ein Angriffsgedanke. Das mag vielleicht als Angriff gedeutet werden, aber es ist eigentlich nur ein Hinweis, eine Richtungsweisung, eine Richtungsweisung, hey Bruder, lass uns doch etwas teilen und auf etwas hinblicken, was wir wahrlich miteinander teilen können. Und die Gesamtheit der Geistesschulung zielt darauf ab, dass wir Dankbarkeit lernen, wenn uns unser Bruder darauf aufmerksam macht, dass dies, was geteilt werden will, eben nicht die Wahrheit der Wahrheit entspricht. Ne? Und wenn diese Dankbarkeit eben nicht da ist, dann wird es zu einem Konflikt kommen und wird ein Krieg ausgeführt werden, für den wir natürlich wieder in unserem eigenen Geist Verantwortung übernehmen dürfen, weil auch das nichts anderes als Teil des Machwerks im eigenen Geist ist. Aber an vielen Stellen weist uns ja Jesus darauf hin, dass dies nicht nötig ist. Ja? Ich muss nicht mit mir selbst mehr im Konflikt etwas aussortieren, um die Erlösung teilen zu können. Das ist eben auch ganz wichtig. Aber das heißt nicht, dass ich nicht für die Wahrheit aufstehen werde. Und selbst wenn ich diesen Satz, Bruder, was du denkst, ist nicht die Wahrheit, wenn ich diesen Satz nur denke in meinem eigenen Geist, wird er die gesamte Wirkung zeigen, die er hat. Ich muss ihn gar nicht hinausposaunen und darauf warten, ja, hast du jetzt verstanden, was ich dir hier mitteile und die als Geschenk des Himmels anbiete? Das muss ich alles gar nicht machen. Ich brauche es nur in meinem Geist für mich so ausrichten, dass ich selbst nicht mehr in die Falle gerate und mich selbst täusche damit, sondern meinen Geist ausrichte. Okay, das ist nicht die Wahrheit. Was ist es dann? Dann ist es ein Teil des Szenarios, über das ich lachen darf, über das ich mich erinnern darf, dass es nur Teil des Witzes ist, des menschlichen Daseins und des Spielens hier in Raum Zeit mit Ideen, wie ich sie eben auch definiert habe und aufgestellt habe. Und er geht weiter dann in diesen Entsprechungen, in diesen Qualitätsausdrücken und sagt, dass die Stärke der Verzeihung, verwendet er das Wort Verzeihung, weil das vielleicht eher angebracht ist, wenn es um den persönlichen Kontakt geht, zu dem wir Vergebung miteinander teilen gewillt sind. Die Stärke der Verzeihung ist ihre Ehrlichkeit, die so unverdorben ist, dass sie Illusionen als Illusionen sieht, nicht als Wahrheit. So dieser Geist weiß ganz genau, dass es noch nicht die Wahrheit selbst ist, dass es noch nicht die Erkenntnis ist darüber, wer wir wirklich sind. Aber dieser Geist erkennt bereits, dass Illusionen Illusionen sind und eben, das heißt, nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und das ist es, weshalb sie zum Aufheber der Täuschung wird, im Angesicht von Lügen zum großen Wiederhersteller der einfachen Wahrheit. Und durch ihre Fähigkeit, über das hinwegzusehen, hier sagt er es, wie wir es bereits kennen, aus anderen Lektionen und auch aus der Einleitung dieser ersten gewidmeten Lektionen im zweiten Teil, die Lektionen 221 bis 230, in der Antwort, was ist Vergebung? Ja? Ähm, wird ganz klar gelehrt. Es geht um das Hinwegsehen dessen, was ich geglaubt habe, was mein Bruder mir angetan hat. Ne? So, hier wiederholt er das oder macht es klar, oder es ist eine Lektion, die noch vorher kommt, durch die Fähigkeit, über das hinwegzusehen, was nicht vorhanden ist. Das muss ich natürlich erst mal schulen.
dass ich erkenne, dass was ich wahrnehme oder gerne wahrnehmen möchte, dass das in Wirklichkeit gar nicht da ist. Das sind die ersten Lektionen dieses Übungsbuchs. Was nicht vorhanden ist, öffnet sie den Weg zur Wahrheit. Okay, hier haben wir die klare Richtungsweisung. Das Bewusstsein öffnet sich. Er verwendet dann im nächsten Satz das Wort der Tür zu etwas, in dem mich etwas erwartet, was tatsächlich dann als eine Gabe Gottes erkannt wird. Öffnet sie den Weg zur Wahrheit, der von Schuldträumen blockiert war. Jetzt steht es uns frei, dem Weg zu folgen, den unsere wahre Vergebung uns eröffnet. Ich lese es für uns alle. Ja, den die wahre Vergebung mir eröffnet. Denn wenn ein Bruder diese Gabe von dir, von mir empfangen hat, dann ist die Tür für uns selbst geöffnet. Da ist ein ganz einfacher Weg, die Tür zur wahren Vergebung zu finden und wahrzunehmen, dass sie weit offen zum Willkommen steht. Und hier verweise ich immer auf etwas, was wir vor 3 Tagen geübt haben, nämlich in der Lektion 131. Und ich gehe kurz dahin auch und teile es, nämlich niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Und hier finden wir im 11. Absatz die Anleitung direkt, was wir da machen sollen, damit wir sehen, dass diese Tür sich öffnet und wie sich das, was hinter dieser Tür liegt, erfahren wird. Das beschreibt er in dieser Lektion 131 im 11. Absatz. Und zwar das ist nach den Sätzen in Kursiv für die Übungsanleitung. Beobachte deinen Geist für eine bestimmte Zeit. Sieh, auch wenn deine Augen geschlossen sind, die sinnlose Welt vor dir, die Welt, der ich die bedeutungslosen Ideen projiziert und aufoktroyiert habe, die du für wirklich hältst. Sieh dir auch die Gedanken an, die mit einer solchen Welt vereinbar sind und von denen du glaubst, sie wären wahr. So ich erforsche buchstäblich meinen Geist. Und dann lass sie los, lass dich tiefer sinken, unter diese Gedanken hinab, an jenen heiligen Ort, wo sie keinen Einlass finden. Es gibt in deinem Geist unter ihnen, unter diesen Gedanken, eine Tür, ein Tor, die du nicht vollständig versperren, verschließen konntest, um zu verbergen, was dahinter liegt. Suche nach dieser Tür und finde sie. So, was dahinter liegt, hinter dieser Tür, sind die Geschenke, was die wahre Vergebung anbietet, was wir heute in dieser Lektion ganz klar als Idee, als Lehrinhalt angeboten bekommen. Und noch, um das abzuschließen, wo bin ich gerade gewesen? Öffnet sie den Weg zur Wahrheit. Der von Schöner. Jetzt steht es dir frei. Okay, da war ich, ja. Weit offen zum Willkommen steht. Wenn du spürst, dass du versucht bist, jemanden einen Fehler, einer Sünde in irgendeiner Form zu bezichtigen, erlaube deinem Geist dann nicht, so das ist die Schuldprojektion, nicht wahr? Du hast das und jenes getan, ja? Erlaube deinem Geist dann nicht, bei dem zu verweilen, von dem du denkst, er habe es getan, denn das ist Selbsttäuschung. Frage vielmehr, und hier ist diese zweite Prämisse, würde ich mich dessen anklagen? Und die Antwort ist offensichtlich. Niemand würde sich dessen anklagen wollen. Niemand, absolut niemand. Niemand in Wirklichkeit, der nicht vollkommen wahnsinnig ist, will sich wirklich selbst kreuzigen, will sich wirklich selbst in die Hölle begeben, will sich wirklich in dem Sinne in der Selbstanklage ja,
angreifen lassen, kreuzigen lassen, wie immer wir es zum Ausdruck bringen wollen. Aber ich muss mir halt dessen bewusst werden, ja, würde ich mich dessen anklagen, damit ich die Antwort sofort finde, weil wenn ich die Antwort finde, nein, will ich nicht, dann bin ich eigentlich schon in der Vergebung. Verstehst du? Das ist unmittelbar, dass ich dann bereitwillig bin, okay, okay, Bruder, loslassen ist jetzt angesagt, ne? Und das ist alles und braucht nichts anderes. Ne? So, dafür haben wir jetzt entsprechende Erfahrungen auch oder auch Erkenntnisse, die wir mitbringen aus unserer persönlichen Transformation und die wir natürlich in dem Sinne in diesem mit ihm betrachten mit ihm reflektieren können, beziehungsweise sehen, wie weit wir bereits gekommen sind in der Beschleunigung unseres Geistes, wie wir diese Bilder der Welt bereits viel, viel schneller in der Auflösung erfahren können oder wo es uns eben noch schwerfällt, hier den Weg in die Vergebung zu beschreiten und tatsächlich uns dies selbst anzubieten. So, wenn du geführt bist und du möchtest gerne etwas dazu teilen oder eben reflektieren lassen, dann fühl dich frei und mach dein Mikrofon an und lass uns sehen, wo sie uns hinführen wird. Marika? Okay, I'm going to translate for you again. Okay, so I want to share because almost as though I knew this was coming, that I was really going to have a look at forgiveness. Ich In the möchte last few das days, mal, this has really come up. ja, ich möchte mal teilen, weil das ist, was in den Vergebungsideen wirklich für mich passiert und auch hochgekommen ist. So this really works because Es I had an funktioniert ex wirklich. I had an experience the other night. I was sure Cameron was out there and irritating me. Like Ich hatte eine Erfahrung letzte Nacht oder einer der letzten Nächte und mein Begleiter Cameron war draußen und das ist, was passierte. my story was he's an ego. He's not in the light. He's not in Meine his Geschichte center. war, er ist ein Ego, er ist nicht im Licht. He went upstairs for a moment and I saw completely that I can't go further with this story. Ich ging It's nach not true. oben und ich sah für mich, dass ich eigentlich mit dieser Geschichte nicht weitermachen kann. It's me. The moment I think that, anything like that or feel that, it's me. Ich erkannte, es ist wirklich ich selbst. Und in dem Moment, in dem ich das erkannte, dass es ich selbst bin, And he came back down and I knew, okay, I have to share this. But there was like a bit of resistance, like, oof, I don't want to admit this, but this is kam er completely. runter und ich hatte das Gefühl, das muss ich jetzt mit ihm teilen, obwohl ich auch dagegen etwas Widerstand empfand. But in the moment I did declare to him, like, this is me. I can't even completely figure it out, but I'm doing this. It has Aber in nothing dem to do with Moment, in you. dem ich erklärte, das bin ich kann es nicht wirklich so ganz klar verstehen, aber ich weiß, ich bin es. Und in dem Moment, The whole thing literally lifted. Like es he could feel that release of not being blamed. And I actually hat sich felt das ganze Ding aufgelöst. Er konnte fühlen, dass er eben nicht auf Schuld projiziert wurde und, I felt super joyful, und at ich taking fühlte the mich so accountability erfreut. completely. There Ich was the hatte, solution. ich spürte so eine Freude in mir. Yeah. And since then, there's a telephone ringing, but since then I can really
see that it's quickening now for me, how fast it is when we bring it back here, how it releases me and releases my brother instantly. And Und I don't seitdem erkenne ich auch ganz klar, wie schnell das eigentlich funktioniert. Wie es nicht nur mich selbst, sondern auch meinen Bruder befreit, wie es wirklich befreiend ist. Yeah, I don't think I really truly practiced it previously. I think I said I'm doing that, but I still would hold the grievance. Und ich glaube, This, dass ich es bislang nicht wirklich geübt habe, praktiziert habe. yeah. So this is exciting. I mean, I wanted to share this. It's Das something. ist sehr aufregend für mich und ich wollte das mit euch teilen. Danke, Sanaj. Danke, Yeah. danke. Ja, das ist ein wirklich gutes Beispiel, was Sie hier in dieser Lektion angeboten bekommen und wie es sich dann in unserer persönlichen Erfahrung zeigt. Und du hast diesen wesentlichen Schritt begangen, nämlich die Verantwortung voll und ganz zu übernehmen und in dem Sinne es bei dir zu belassen. Ja? Diese Erkenntnis, das bin ich und ich tue das, hat den Bruder schuldfrei gelassen, frei von Schuld belassen. Und was frei von Schuld ist, ist vergeben. Es ist wirklich so einfach. Ne? Und das, was nicht vergeben ist, da ist immer noch irgendwo eine Schuld behaftet. Und das dürfen wir natürlich finden und dem Heiligen Geist übergeben und in unserem Geist wieder loslassen und für uns selbst heilen lassen. Und da ist dann auch der zweite Satz angebracht. Würde ich mich dessen selbst anklagen? Würde ich mich selbst schuldig halten? Und die Antwort ist wieder offensichtlich. Natürlich nein. Yeah. Danke. Danke. Ich oute mich mal, weil es gibt so diese Idee, ja, ich müsste es ja jetzt eigentlich auch verstanden haben. Und es gibt diese Momente, wo sich Vergebung ja auch eröffnet und wo ich ja merke, dass ohne mein Zutun etwas geschieht und ja, wie eine Öffnung in mir stattfindet. Und deswegen, also ja, es funktioniert und da gibt es auch für mich gar keine Frage, dass ich da weiter entlang gehe. Und trotzdem gibt es immer wieder diesen Moment, wo es für mich schwierig wird und ich sehe, dass ich mich da an das Thema Körper anhefte. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Bruder einem anderen Bruder das Leben nimmt und das anscheinende Leben hier. Und das ist so eigenartig, weil ich kann das ja sehen, dass hier in Wahrheit nichts passiert und dass es ja ein Traum ist und dass ich das nicht deswegen nicht gutheißen muss oder
dass es dadurch eine Bagatelle wird. Aber ja, keine Ahnung, es ist so, als wäre das ein Schleier, der sich immer wieder irgendwie vor meiner Schau irgendwie vorziehen will. Und das finde ich irgendwie, ja, das finde ich schwierig und das wollte ich einfach mal aussprechen. Danke. Was meinst du eigentlich damit, wenn ein Bruder einem anderen Bruder das Leben nimmt? Meinst du, wenn jemand anderen tötet? Also, Ja, genau das. okay. Was denkst du, was in der Erkenntnis hinzugefügt werden kann, damit hier auch eine Klarheit passiert? Was denkst du, was fehlt im Bewusstsein, in dem, also jetzt in beide Richtungen vielleicht hingewiesen. Die eine Richtung ist, weil das ist ja auch mein eigener Geist, was fehlt denn im Bewusstsein der Person, die eine andere Person tötet? Und was fehlt in meinem eigenen Denken, äh, dass mich dies dann auch betroffen macht? Und ich glaube, dass beide Richtungsweisungen Hilfe sind, um dies größer und weiter zu öffnen. Mhm. Ja, das fühlt sich schon für mich so an, weil wenn ich mir vorstelle, was fehlt in einem Bruder, der einem anderen das Leben nimmt, Mhm. das finde ich total spannend. Liebe vielleicht oder mm, Ja, das wäre sicher einer der ersten Antworten, weil wenn Liebe da ist diese Idee, ähm, dass hier etwas so, sagen wir mal, Unverzeihliches passiert ist, dass nur der Tod einen Ausgleich bringen kann. Ne? Da gibt es ja einen Beweggrund, wenn jemand jemanden ermordet oder selbst im Krieg jemanden tötet. Oder schauen wir auf unsere Schlachthöfe, in denen wir Tiere, bei Uschi ist gerade dahinter die Ente runtergehopst, ne? Und äh, äh, Otto Normalverbraucher würde denken, oh, die hat schon gut angesetzt, also ich spüre schon meinen Magen knurren. Ne? Und in Wirklichkeit ist es ja auch ein Töten. Ne? So, es geht ja um die Aktion im Geist, ja, auch über Werte, was welche Objekte in meinem Geist habe ich ausgestattet oder gebe ich in die Kategorie, dass sie die Gunst haben, weiterleben zu dürfen. Und die mhm. anderen haben diese Gunst nie. Und letztendlich ist es in einem Krieg zwischen Soldat und Soldat auch nichts anderes. Ja? Er muss im Geist genauso eingereiht werden, dass es okay ist, dass dies seine letzte Sekunde ist, in seinem Erdendasein. So, da stehen ja bestimmte Wertvorstellungen und Bedeutungen ganz klar dahinter, die Liebe sofort auswechseln würde, ne? Weil für die Liebe eröffnet sich sofort der gegenwärtige Moment und dieser gegenwärtige Moment ist, okay, wir sind in alle Ewigkeit zusammen, lass uns mal sagen, oder eins. Ne? So, das kann man durchaus so stehen lassen, aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen spezifischer darauf ein, was in dem Geist, der die Auslöschung, das Töten oder Morden für sich rechtfertigt, was er nicht erkennt im anderen Wesen. Was würde dir da einfallen als erstes? Mm. Ja, dass er sich praktisch selbst versucht, selbst auszulöschen mit dem Bruder.
Ja, interessanter Aspekt auch, finde ich auch gut und ist auch, dazu wird es auch kommen und der Schmerz wird auch dann gespürt werden, der Selbstauslöschung. Aber nur in der Projektion auf den anderen würde ich einmal ganz platt sagen, er kennt nicht die Vollkommenheit des Seins im anderen. Mhm. Ja? Denn wenn die vollkommene Schöpfung im anderen erkannt wird, wird es ganz klar im Geist, dass es unmöglich ist, diese Vollkommenheit auszulöschen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, zu versuchen, den Körper auszulöschen, weil ich ja die Vollkommenheit des Seins des anderen nicht auslöschen kann. Das heißt, er wird mich nicht verlassen, das, Mhm. was er ist, als Geist oder als Wesen, wie Gott ihn schuf. Wenn ich aber natürlich meine, dass der andere nicht dasselbe ist wie ich, sondern es war auch so, was Erika zu Beginn einbrachte, äh, einfach ein Ego, ne? Einfach ein Nichts des Egos ist. Dann würde ich sehr wohl relativ schnell eine Rechtfertigung finden, dass es ja egal ist, weil es sowieso nichts ist. Ja? Und nichts bleibt nichts. Ob es hier dahin vegetiert oder ausgelöscht ist, es ist trotzdem nichts. Ja? Das wird auch erkannt und eröffnet, aber es muss gemeinsam eröffnet werden in Verständnis der Vollkommenheit, dass letztendlich in jedem Erscheinungsbild, was ausgelöscht werden könnte, trotzdem nichts anderes wirklich ist als der Kern des schöpferischen Gedankens selbst. Ne? Das wäre wieder die Liebe selbst. Ja? So, das ist etwas, was wahrscheinlich in diesen Geistern entweder überdünkt wurde, sodass es in Vergessenheit geriet oder sogar aktiv so trainiert wird, damit das bloß nicht entdeckt wird. Ja? Weil ich ja da entdecken würde, mein wahres Selbst. Ne? Als Soldat werde ich nicht ausgebildet werden, den sogenannten Feind als mein wahres Selbst anzuerkennen, Mhm. sondern muss etwas anderes bleiben, was mit dieser Schuld, mit dieser Sünde nach wie vor den Tod verdient. Und für mich selbst, für diesen zweiten Teil, dass es mich überhaupt berührt, welche Erkenntnis fehlt da in der Bewusstwerdung? Was würde dir da als erstes einfallen? Also mir fehlt die gleiche Bewusstwerdung, Worüber? dass der Bruder vollkommen ist, vollkommenes Sein. Auch, Also genau, genau. das ist genau das Gleiche. Aber jetzt lass uns mal kurz noch darauf hinblicken, was ja versucht wird in der Aktion selbst. Ne? Im Auslöschungsversuch wird ja versucht, du hast es ja auch beim Wort genannt, dem anderen das Leben zu nehmen. Sowas fehlt in meinem Bewusstsein. Naja, dass erstens mal der Traum nicht das ist, was Leben ist und Genau, Leben ewig genau, ist. Und Leben kann nicht ausgelöscht werden. genau. Ich verstehe nicht wirklich, was Leben wahrlich ist. Ne? Wenn Ja, ich wirklich verstehen würde, was Leben ist, dann würde mich das nicht aufregen, weil ich dann weiß, dass die Auslöschung der Form äh, dann ja dieses Sein des Wesens nicht auslöschen konnte. Ne? mhm. Mhm. Und in bestimmten, wenn wir eine Beziehung haben zu diesen Personen und diese Beziehung mit Liebe und Freude ausgestattet war, dann erlauben wir ganz leicht, dass sie in ihrem Sein in uns weiterleben dürfen
und wir uns erinnern, dass sie eben lebendig sind. Ja. Mhm. Aber das dürfen wir ausdehnen auf alle, auf jeden und alle in unserem Geist, weil Mhm. wir alle dieselbe Kraft der Schöpfung miteinander teilen, dieselbe Liebe miteinander teilen. So, wir gehen wieder von den Beispielen der Besonderheit. Ich habe auch erst unlängst eine Nachbarin hier getroffen und in einem kurzen Gespräch hat sie mich erkannt, weil ich gerade das Laub äh, weggefegt habe, geregt habe. Und dann hat sie mich erkannt als ihren Vater. Und sie hat mir dann gesagt, das ist, was mein Vater immer gemacht hat, das ganze Jahr hindurch. Er hat immer Laub. Ich habe ihr dann gesagt, ich mache so nur zweimal im Jahr. Aber schön, dass du mich da sehen kannst. Und dann hat sie hinzugefügt, wie sehr sie ihn vermisst. Ja. So, sie hat ein Bild gehabt, das sie dann mit mir in Verbindung brachte, was eine liebevolle Erinnerung für sie war über ihren Vater, dem sie nahe stand. Und ja, ich habe dann auch, ich habe ihr zugehört und ich habe dann auch ganz kurz hinzugefügt, ja, und wir sind jetzt da, um sie in uns als lebendig zu erfahren. Ne? Und sie hat sich dann bedankt dafür. Sie konnte das sehen, dass das der Inhaltsstoff war, der ihr fehlte, um sich von dem Leiden des Verlustes des geliebten Vaters freimachen zu können. Ja. Und das heißt, wenn immer wir hingeführt werden und uns hinführen lassen auf das, was ewig lebt und nicht auslöschbar ist, spüren wir eine Erleichterung zumindest, spüren wir, wie diese Last abfällt davon, was wir da aufgestellt haben und intakt gehalten haben, äh, was es bedeutet, wofür es steht, in welcher Kategorie es zugeteilt wurde. Und sicher spüren wir mit ganz besonders, also mir geht es auch so, wenn ich selbst in den Nachrichten höre, wenn Zivilbevölkerung und Kinder in diesen Kriegsschauplätzen, die wir momentan äh, in unserem Geist halten, in dem Sinne zum Opfer fallen. Und also ich spüre da auch nach wie vor ein Gefühl des Mitleids, ein Gefühl des Schmerzes, ein Gefühl, das müsste ja nicht so sein. Ne? Aber das alles sind nur Hinweise und Einladungen, mich genau dessen zu erinnern, wovon ich gerade gesprochen habe. Ja, dass das, was wirklich lebt, trotzdem in mir nicht ausgelöscht werden kann und weiter in mir leben wird. Vielleicht auch ein wesentlicher Punkt, wohin uns diese Bilder führen, ist, was oft angekreidet wird und zum Ausdruck gebracht wird, ja, dann werde ich halt zum Gemüse, ne? Wenn ich da nicht teilnehme und darauf reagiere und damit etwas mache. Aber ich denke, dass uns diese Situationen äh, ganz bewusst lehren und hinführen, anzuerkennen, dass es tatsächlich nichts zu tun gibt mit einem Bild, mit einer Situation. Egal wie beschwerlich, egal wie schmerzhaft es sich auch noch für uns selbst anfühlt. Das Einzige, was es zu tun gibt, ist diese geistig-spirituelle Arbeit mit dem Heiligen Geist, dieses Erinnern,
neu zu eröffnen. Weil was wir bislang getan haben, ist, äh, okay, du bringst meinen Nachbarn um, okay, dann werde ich diesen Nachbarn rächen und ich werde dich umbringen dafür. Ja, und in der einen oder anderen Weise, das ist, was Groll halten und Groll leben ausmacht und dann Formen gefunden werden, wie wir auf gleich kommen können. Und die Vergebung bietet uns an, frei zu sein von dieser notwendigen Tendenz, auf gleich zu kommen, weil wir dann auch anerkennen, dass wir innerhalb des Traumes auf der Zeitlinie sowieso nie gleich sind, aber in Gottes Geist, in der Wahrheit immer gleich sein werden und gleich geblieben sind. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so notwendig, etwas mit einer Situation überhaupt zu machen. Und wir sind zufrieden mit der geistigen Arbeit in uns selbst. Okay, Hans hat die Hand gehoben, bitte. Ja, danke. Also ich habe jetzt in mir gerade die Frage gehabt, ich habe mich hineinversetzt in einen Arbeiter in einem Schlachthof, der jetzt die Aufgabe hat, sagen wir, ein Rind zu töten. Und er ist sich dessen gewahr, worüber ihr jetzt gesprochen habt, dass die Essenz oder das Licht hinter der Erscheinung des Tieres ewig währt und nicht ausgelöscht werden kann. Und er führt diese Handlung in diesem Gewahrsein aus. Mhm. Könnte das sein, dass dieser Moment wie eine Erlösung im wahrhaftigen Sinne ist, wie äh, Kenntnis. genau, eine Erkenntnis für beide oder für das Licht, das hinter beiden als wahr sich zeigt. Verstehst du oder versteht ihr, Mhm. was ich meine? Ja. Schau, was gewählt wird im Geist, erkennen zu wollen, wird immer dieser Geist für sich erkennen können. Das kann ich und auch nicht du für diesen Geist sagen. Wenn dieser Arbeiter im Schlachthof für sich das wählt und dieses Bewusstsein hat, dann dann wird er eine Erfahrung auch davon haben und davon auch die Erkenntnis eröffnen können, dass hier nichts geschieht. Ja? Weil das wäre der Ausgang von Erkenntnis, dass im Traum sowieso nichts geschieht. Das heißt, er ist sich gewahr darüber, dass er tatsächlich nur träumt und dass seine Wirklichkeit, die Wahrheit seiner selbst nicht berührt ist davon. Ja, das, das kann ich aber für ihn nicht sagen. Das wäre seine Deklaration. Das wäre sein Lehren. So, das wollen wir mal absolut nicht in Frage stellen, weil da geht die Reise sowieso hin. Aber was ich dich jetzt zurückfragen möchte, im dass wir da überhaupt ankommen zu dieser Erkenntnis. Und an einem Punkt hat es Christiane erwähnt. Und vielleicht findest du es jetzt auch. Selbst mit diesem Bewusstsein oder mit diesem erhöhten Erkenntnisbewusstsein, was wird als erste Idee und vielleicht als einzige Idee umgewandelt werden müssen für diesen Schlechter? Was meinst du? Welche transformative Idee wird sich zeigen,
und kann unweigerlich umgangen werden. Also ich hätte den Gedanken, dass das Schauen des Ausdrucks meiner selbst, ich in diesem Rind jetzt erkenne, dass ich diesen Link erkenne unseres gemeinsamen Ausdrucks in diesem Moment. Also meinst du auch als Ausdruck, ich bin das, ne? Ja, Okay, machen wir hier weiter. So, ja, das ist richtig. Dieser Geist, der diese Erkenntnis für sich realisiert hat, wird sich selbst in diesem Rind erkennen. Was wird er erkennen in Bezug auf die Aktion seiner Arbeit, seiner Tätigkeit? er würde erkennen, dass sich durch die Handlung in der Form nichts an der Wahrheit dahinter verändern wird oder sich, Ja, das haben wir schon geklärt. Und das ist Erkenntnis. Aber was wird er umwandeln müssen, was sich nicht nur als Gedanke, sondern auch als Gefühl zeigen wird im Bewusstsein? Christiane, magst du aushelfen? Dass er sich praktisch selbst verletzt. Genau. Ich tue mir das selber an. Er wird nicht umgehen können, umzuwandeln, dass er sich hier eigentlich selber schlachtet. Und und dass dies die Tätigkeit, die Aktion ist, auch aus dem Gedanken heraus, die nirgendwo hingehen kann, außer zu sich selbst. Und dann ist nur die Frage, wie lange kann er das ausstehen, ne? Aber du siehst, wo er ankommen wird, ist wo? Magst du das sagen, Hans? ja, bei sich selbst. Ja, aber wenn's wirklich, wenn ich mir das selber antue, wo werde ich dann ankommen? Wir haben es zuerst schon gesagt mit dem Nicht-Tun, ne? Es wird unmöglich, etwas zu tun. Es wird unmöglich, so weiterzumachen. Ein Geist, der dieses hohe Bewusstsein hat und das beginnt zu erkennen, seine Zeit ist abgelaufen. Da kannst so, als vielleicht die ein bisschen so mit Gartenarbeit und im Garten sich faszinieren lassen, ganz besonders im Frühling. Wir haben da, kennt ihr diese Hostas, heißen die, heißt das auf Deutsch auch Hosta? Und als die jetzt in der Wärme herausgekommen sind, meine Nachbarin hat es mir gesagt und ich musste ihr zustimmen. Sie hat gesagt, ich bin vorm Fenster gesessen und ich konnte buchstäblich zuschauen, wie es gewachsen ist. Ja? So, du kannst auch in dem Thema, da kannst du zuschauen, wie jemand nicht mehr weitermachen kann, wie schnell das geht, dass es vollkommen unmöglich wird, irgendetwas zu tun. Und wenn es so aussieht, dass er weitermachen würde, dann gibt es auch noch Möglichkeiten für die Wandlung im Geist. Dann mag er das zwar spüren, aber schaltet es sofort, also wie sagt man, überdeckt er es sofort mit etwas anderem. Ne? Dafür sind wir gut ausgebildet. Ne? Man hat hier Studien gemacht, auch in den USA mit Schlachthausarbeitern und hat herausgefunden, dass der Großteil süchtig sind und die geben das auch zu, egal in welcher Richtung, nicht nur mit Alkohol, sondern mit verschiedenen Sachen. Das sind alles nichts anderes als Ideen, um das zuzumachen, ne, was da dann gespürt wird oder erkannt wird. Oder
Die andere Möglichkeit wäre, dass der Geist wirklich nur konzeptionell weitermacht und sagt, ja, aber konzeptionell habe ich erkannt, dass hier sowieso nichts passiert, also kann ich auch weitermachen. Ja? Aber dann steckt er irgendwo in einem Konzept. Ne? Aber wenn die Vergebung gelebt wird, das heißt, wenn ich das annehme und in mir auch so für meine eigene Aufhebung annehme und zulasse, dann ist meine Zeit sehr kurz, ja, weil die Vergebung mir diese Tür eröffnet, in der in der ich eigentlich dahinter nur das finden kann und finden will, was was mir auch das Gefühl der Ausdehnung der Liebe in mir und durch mich, ja, für, wie soll ich sagen, klarstellt. Ne? Gestern bin ich mit dem Fahrrad, das fällt mir gerade spontan ein, bin ich an einer Herde und zwar, das sieht man relativ selten hier in Wisconsin, eine Mutterkuhhaltung. Ne? Also wo die Mutterkühe mit den Kälbern gemeinsam auf der Weide sind. Ne? Und ganz besonders, die Kälber, die haben nur so den Kopf nach mir gereckt und, und auf mich geblickt, und wenn ich da vorbeigefahren bin. Und ich habe mit ihnen halt in meinem Geist kommuniziert, genieße die Tage, weil deine Tage sind gezählt. Ne? Aber so ist es halt, ne? Verstehst du, das ist die Bedeutung, ich bin ja als Tierarzt ausgebildet, die sind 10 Monate mit der, maximal, ne, mit der Mutterkuh, und dann werden dann werden sie vielleicht noch, bekommen sie noch ein bisschen Kraftfutter und dann ab in den Schlachthof, ne? Und das ist eben ihr Schicksal, wird es vielleicht genannt, ne? Und trotzdem, was uns im Moment verbindet, kann wieder nichts anderes sein, als das Leben als das anzuerkennen, was es wirklich ist. Ne? Und diese Ideen, welches Schicksal wir als Mensch oder als Tier entlang gehen, das sind halt diese einindoktrinierten Glaubenssätze. Ne? Dass alles hier sterben muss zu irgendeinem Zeitpunkt, ne? Anstelle die Wahrheit anzuerkennen, was die Anerkenntnis ist, dass das, was wahrgenommen und gesehen wird, gar nicht da ist, gesehen zu werden, ja. Sondern dass nur das Licht der Schöpfung, die Liebe der Schöpfung gesehen werden kann. Und solange das in der Transformation in unserem Geist umgewandelt werden muss in die Wahrheit hinein, solange wird sich auch Beweisführung, Evidenz zeigen von Sterben, von Töten, von Übergang, von zwei Geisteszuständen, die Leben und Tod genannt werden. Ja, und die Idee, sich daraus selbst zu befreien, ist auch die Idee, an diesem Schauspiel, an dieser Sequenz von Erinnerung äh, nicht mehr teilzunehmen, ne? Und zu sagen, habe ich eh genug gemacht. Ne? Und natürlich die Schlussfolgerungen sind, äh, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Ne? Aber das funktioniert tatsächlich nur dann, wenn der Geist auch bereit ist,
alles, was wir hier jetzt besprochen haben, mitzunehmen und für sich zu transformieren und zu erfahren, dann ist es gar keine Frage. Dann ist es gar keine Frage mehr. Ja? Also ich persönlich esse schon 30 Jahre lang kein Fleisch mehr und es ist überhaupt keine Frage mehr für mich. Ja? Weil ich in einem Steak tatsächlich nicht nur das Rind sehen würde, sondern ja, ich will wirklich das Gefühl haben, ich würde mich selbst essen in dem Moment. Ne? Und das würde wieder eröffnen, ja, das bin ich ja gar nicht. Warum würde ich das überhaupt tun dann? Ne? Und damit habe ich ja keinen Nutzen mehr oder keinen Vorteil mehr. Aber wie diese Prozesse selbst ablaufen, hat wirklich nur damit zu tun, auch wie weit zugestanden wird, dass wenn ich meine Funktion in diesem konzeptionellen Erdendasein als konzeptionelles Menschendasein erfüllen möchte, ja, und ich möchte frei darin sein, zu wählen, warum würde ich das nicht meinem Bruder Tier genauso zugestehen? Dass das Tier genauso das Recht hat, seine Funktion zu erfüllen, wie es eben in seinem Bewusstsein, in seinem Geist aufscheint. Vielleicht mit einer ganz simplen Struktur der Fortpflanzung oder was auch immer. Ne? Aber es ist ein Zugeständnis auch von Ich habe Gleichheit. noch nie ein so erstaunliches Reinigungsprodukt gesehen. Es ist wie Zauberei. Dieses unglaubliche Produkt löst Ofenfett und hartnäckigen Schimmel in Sekunden auf. Gabriela, was hörst du dir denn da an? Egal, es hat gut reingepasst. Ja. Ja, so verstehst schon, was ich meine. Ne? Also irgendwie das auszudehnen, was ich als Recht in Anspruch nehme, das gebe ich auch all meinen Brüdern, das Recht gestehe ich all meinen Brüdern auch zu. Ne? Und das hilft, glaube ich, auch. Ne? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, so, dann führt das Einlassen in die Vergebung letztlich in allem automatisch zu Harmlosigkeit. Ja, Ja. genau, genau. Weil im Geist bewusst wird, wer bin ich über über die Individualität eines anderen Wesens zu bestimmen. Ja? Ich habe dieses Recht gar nicht. Und ich will mir dieses Recht auch nicht mehr in dem Sinne in Anspruch nehmen. Es ist mir dieser Tage auch mal in den Geist gekommen, dass ich mal wirklich eine Session machen möchte, was da angerichtet wurde mit der Aussage aus der Bibel, äh, und Gott hat bestimmt, dass sich, wie heißt es, ne, in der Schöpfungsgeschichte, äh, das Tier untertan zu machen. Ne? Und was daraus entstanden ist. Ja? Weil alles basiert darauf, jede Rechtfertigung, dass ich das Recht hätte, über ein anderes Wesen zu bestimmen. Die Rechtfertigung liegt genau in dem Satz. Weil wenn ich mir das Tierreich oder die ganze Welt untertan machen darf, dann stehe ich ja höher. Dann habe ich ja das Recht dazu, über Leben und Tod zu bestimmen. Und das zeigt sich natürlich in allen Ecken unserer, unseres Machwerks, unserer Denkweise. So, das wäre vielleicht für ein andermal eine gute Geschichte. Lassen wir das für heute so stehen. Sind wir mit dem okay oder möchte noch jemand ganz schnell etwas? Alles gut, ja? Gut, dann habe ich noch einen Abschlusssong. Danke, danke, wunderbar.
Ja, das ist eine wunderbare Antwort auch. Always look on the bright side of life. Das ist, was hast du verloren? Von nichts zu nichts. Ne? Das ist nichts. Danke, ihr Lieben. Einen wunderschönen Tag. Danke, wunderbar. Danke Ja. euch. Danke, danke. Danke, danke. Also, Dankeschön.